So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thea the Awakening. Wir sind auf dem Weg nach Ostoja, das sich gegen richtig krasse Gegner behaupten konnte. Und wir haben hier ein paar Quests zu erledigen. Wir haben auch ein paar Kinder, wir haben anderes Zeug dabei. Ich guck mal kurz, habe ich jetzt hier den... Ja, Advancement Victory hat jedenfalls noch nicht geklappt. Aber wir sind da auf einem guten Weg hin. Aber ich denke, ich möchte den Cosmic Tree Victory kriegen, also den Quest Victory. Oh, was haben wir denn jetzt hier? You find an old shrine shrouded in a warm purple glow and seemingly untouched by time or the decay of the darkness. The writing on the shrine's stones looks very foreign, and it certainly does not belong to any of the gods known to your people. Still, the glow seems calming, inviting even. You feel like you want to touch its stones. Ich überlege, sollen wir oder sollen wir nicht? Ja, komm, touch the stones. You touch the stones and a curse activates. You must beat it. Fight the curse. Wir haben ja auch einige gute mit Magic und sowas dabei. Klappt sicherlich. You won the challenge. The purple glow, speziell weil wir jetzt auch einen Geist dabei haben seit letzter Runde. The purple glow changes to gold as if the sun is smiling at you. You feel cured of any burdens and blessed by the strange god, whoever he or she is. The shrine's glow returned to normal and touching it again has no effect. Alle kriegen erstmal einen kleinen Blessing. Oh, Jabba kriegt Bless of Magic statt Bless of Will. Ich kann mir vorstellen, dass, ja, es jedenfalls ein Charakter, den man freischalten kann, wenn man die Cosmic Tree Quest schafft, ist ja so eine neue Gottheit. Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht die ist. Oh, was ist denn hier? Forest Elf. Na, lassen wir erstmal. Wir haben Kram abzuliefern. Wenn wir das dürfen. Spawnt auch immer wieder alles Mögliche an heftigen Sachen. Kann ich mich bewegen? Hallo? Ja. So, wir haben Kram abzuliefern. Bitte sehr. Elfisches Holz. Ah, 3 zu wenig eigentlich. Oh, wir können tatsächlich das Ancient Wood verwenden. Das ist sehr schön. So, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Rohstoffe. Wir haben 2 Kinder. Wir haben das. Ja, das können wir eventuell brauchen auf bestimmten Quests. Mhm. So, ich überlege, ob ich jetzt... Ja gut, den Wolf lasse ich hier, weil der einfach nur gute Verteidigung darstellt. Der ist aber für sonst nichts da. So, mehr kann der nicht. Ich überlege... Ist speziell beim Inventory, ob ich hier noch Sachen aus Elfenholz habe. Ne, das ist Dryad Wood. Hier ist zum Beispiel Elvenwood und Dewdrop ist zwar gut, aber auch nicht überragend gut. Mit 3 Elfenholz können wir uns was machen, was... Ah, das Ding hier zum Beispiel ist auch aus Elfenholz. Und... Wie viel haben wir? 42, perfekt. Wir können anfangen, ein Totem zu bauen. Und zwar würde ich sagen, nehmen wir dafür Elfenholz und haben wir genug... Ja, wir haben auch noch genug dunkles Holz. Und halt hier das. Und da kriegen wir halt Magic Bonus 3, Attract Elven, Attract Goblin. Aber was passiert, wenn wir stattdessen die Knochen nehmen? Dann geht der Magic Bonus auf 2 runter und wir kriegen dafür halt Attract Beast. Naja, nicht so geil. Ja, sonst haben wir nichts Überragendes. Machen wir doch das. So. Les Lava. Also wir nehmen jetzt wirklich die besten, dass wir das möglichst schnell haben. Und so ein Magic-Bonus ist halt auch wirklich gut. Ich überlege gerade, können wir da auch... Komm, der Wolf hilft mit. Können da auch mehr Leute? Nee. Ja komm, dann hilft der Wolf. Und der Goblin sammelt Gemüse. So. Und ich würde natürlich sagen, wir nehmen hier wieder einiges an essbarem Zeug mit. Ich würde sagen, wir machen hier wieder eine 1000 draus. Aber ich glaube, wir brauchen hier jetzt langsam in dem Dorf echt mehr Leute, die das Zeug hier sammeln. Ja gut.
die werden noch nicht verhungern, bis das bis es irgendwie fertig gebaut ist, das Totem. So, wir haben jetzt Cosmic Tree. Gut, dann wollen wir mal schauen, was da jetzt passiert. Wenn wir es hinschaffen. Ich weiß gar nicht, muss der Geist eigentlich essen? Na, spielt glaube ich jetzt keine Rolle. Cosmic Tree. You enter the ruins of an old city steeped in a low-hanging mist and a strong smell of decay. Elven magic guides you towards an unassuming rubble of stones, but as you look closer, you see trapdoors leading underground. Go in. Ja, da ist der Drache. There's a long, dark... Also das wurde ja erwähnt, dass wir einen Drachen bekämpfen müssen wahrscheinlich. There's a long, dark tunnel filled with cobwebs and dust. The air is dry and heavy. Finally, you come into an imposing underground chamber, and in the distance you see a one-eyed dragon. The beast seems almost like a statue, although you see faint signs of breathing. On a pedestal behind the creature, you see five silver pieces of tree bark. These must be the cosmic tree shards. So. Oh, das ist interessant. Also einmal gibt es die Möglichkeit, wir schleichen uns an und versuchen, das ist aber eine Vierer-Challenge, ein Sneak, weiß ich nicht, ob unsere Gruppe da gut genug drin ist. Wobei wir natürlich mit dem Geist da ziemlich gut sind, aber ansonsten Attack, klar. Stay within the tunnel to keep safe and speak to it ist doch mal eine Idee. As you stand there, about to start talking, the dragon wakes and speaks. Come in, come in. I'm ever so bored, we must converse. Oh yes, we'll be happy to oblige. So, da fehlt ein B. Such well-mannered humans, how wonderful. Well, as I said, I am rather bored. You see, I am bound to remain here by a pesky spell until these here cosmic tree shards are picked up by the rather rude mage. Only you see, I think he's forgotten all about it, or perhaps he's just being rude. I do hate rude people. Ein sehr zivilisierter Drache. Oh, I see. I don't suppose we could take them instead and free you? Oh, how very nice of you to think of me. It would be a splendid idea, only I really cannot on account of the spell and all. Wir können jetzt also sagen, aber du bist ein Drache, du könntest doch sicher immer tun, was du willst. Das andere, ich sag mal lieber das erste. Well, you know, there's been an apocalypse and the city above is pretty dead, so maybe he is too. An interesting conundrum. I am honor-bound to obey the spell, though. Honor-bound to obey it? Yes, well, of course, the spell itself is too weak to hold me, but, well, he made me a promise, and I can't very well go and break promises now, can I? I see, well, this is problematic, but since he is in fact dead, isn't he the one breaking the promise first, thus freeing you from yours? Okay, ich denke, der Dragon, was auch immer ein Svarosek ist. Ja, komm, machen wir Auto-Resolve, das müsste... Ich weiß nicht, ob es klappt. You've won the challenge. You see, Mr. Dragon, I think you are in fact safe to leave. The dragon stands on its 2 feet and flaps his wings, making all of you fall to the floor for fear of your heads rolling. By the gods, you are correct. How wonderfully quaint that such little mortal beings should be my salvation. Whatever can I reward you with? Oh, no problem really, but now that you mention it, these tree shards do look rather awesome. Stuff and nonsense, I cannot reward my savior with mere wood. I mean, sure, have them, but here, have my wisdom bestowed upon you. This drop of my blood carries with the potential to learn magic. Those of you talented enough will receive the gift. Now fare thee well, my fellows. Wir kriegen erstmal eine Chainmail Armor, also eine Stahlrüstung mit 26 Rüstung. Stuff and nonsense. Oh. Ach, jetzt redet er I cannot plötzlich. reward my saviors with mere wood. I mean, sure, have them, but here, have my wisdom bestowed upon you. This drop of my blood carries with it the potential to learn magic. Those of you talented enough will receive the gift. Now fare thee well, my fellows.
Okay, man kriegt wieder ein Bless of Speech bei allen, so wie es aussieht. Und der Rest kriegt, also und wir kriegen hier mit dem Geist und Gotral noch 2 Magic und 5 Will. Das ist ziemlich geil. Dragon Slayer, schön. Und wieder 20 Diamanten, das ist richtig klasse. As you climb back up from the tunnel, you notice someone was observing you from the distance. They stand up and look at you, waving for you to come over. But then they walk off, as if asking to follow them. Okay, uns hat jemand wohl beobachtet. Gemerkt, wir haben jetzt auch die Cosmic Tree Shards, um den Elfen zu finden, um den Kompass zu bauen. Strange, perhaps worth checking out. So, das heißt, wir können jetzt hier mal kurz schauen, wer uns denn da beobachtet hat. You catch up to the people that were spying on you, and they turn out to be a mixed group, made out of orcs, goblins, and humans, but also with a few creatures that look more like demons than anything else. Going closer. An orc woman walks up to meet you. Her weapon is not drawn, but you do see she's very tense around you. I don't know who you are, but tell us now why you were spying on us. Well, it's not exactly spying when we stand there in the open now, is it? Obviously, we wanted your attention. One of her people coughs loudly. Sorry, I get a bit narky when I'm nervous. The name's Tilda, and back there you have my rather unique tribe. We were watching your progress in regards to the Cosmic Tree Seed. How do you know about that? Well, what you're doing is the big stuff, and word gets around, especially if you know where to listen. Our forest kinsfolk heard the ruckus you caused in the old mad Leashy's Grove, and then we've been watching this here place for a time, and here you are. You still haven't told me why. What's your interest here? I'm not a talker, so I'll try to be brief and to the point. You spoke to the elf, we know that. Perhaps you spoke to the elderly human in the tower. So you know that one way or another, you humans devised or caused the burning of the cosmic tree? Yeah, that's what the elf told us. Yeah. I don't really care which version is true, but I do care that the tree remains as it is now. What? It would be easy to say that because we were made to serve the Dark Lords of the Westerlands. We now seek some evil dominion, but it is not so. We are not evil, at least no more so than any creature trying to live and survive. Do you know how many millions of lives will be lost if you were to destroy the cosmic tree? Or even if you regrow it, we will be hunted, picked on, and killed off, just like always. We do not seek to murder or enslave or take power, just to live in peace. Das ist wiederum eine Stelle, die ich in der Story sehr interessant fand, als ich die das erste Mal gespielt habe. Also wir treffen hier eine Gruppe von Orks, Goblins und Menschen, die denen jetzt gerade dieses Zwielicht am besten gefällt, aus dem Grund, dass es zwar jetzt eine gefährliche Welt ist, aber man eben nicht, wie soll man sagen, man ist nicht von Menschen dominiert, man wird nicht gejagt. Und das ist eine sehr interessante Stelle. Also, nice words, but you just said that you want the darkness to remain, right? Yes, I did. But not because it is evil. It is not. Well, okay, it has evil side effects, I grant you that. We've all struggled during the 100 years. We've all been close to extinction. But finally, we managed to create a balance of sorts. The sun is back, but not in its full strength. The tree is alive, sort of, so we have magic, and thus we live on, but in a new world. You say you managed to achieve a balance. Yes, it was us, the so-called creatures of darkness, that saved the last seed of the tree. In doing so, we saved ourselves and all that is magical. Yet we do not have to give power back to the elves and high lords and ladies who forever seek to dominate us. In this grey area, we are finally free. Und ja, das ist eine ziemlich interessante Stelle einfach. So, if you have the seed, why worry about me? Surely you do not think I can defeat you all to get it. We do not underestimate the drive and power humans hold. We've watched your progress, and we know you could try. But that is not our worry. Alas, the seed proved to have a mind of its own, as it were. It disappeared from our charge as fast as it first came into our possession. We know not where it is now.
I think only the Guardians can now find it, and I know you have been marked by one. I am starting to feel uncomfortable with where this is going, you know. Despite what you may think of us, we will not kill you to try and stop you. Not only are we not murderers, but we believe it would do us no good. The elves will seek out another. No, we want you to join us, to find the seed and to keep it safe with you. You see, humans are the most adaptable among all of us. Sure, you will need to adjust. Life without much sun will not be easy, but together we can build something stronger. Without the elves, but with magic. Okay, das ist jetzt eine sehr interessante Stelle. Ich würde sagen, was das angeht, da ja noch ein paar Folgen folgen werden. Ich werde jetzt hier die 1 wählen. Also, I'm not sure about all of this. I will consider your offer once I have the seed. Und ansonsten, ja. Also wir können uns hier halt jetzt im Grunde schon fest entscheiden, nein, das machen wir nicht. Oder wir könnten das tatsächlich machen, wir schließen uns an. Aber jetzt mal eure Meinung. Sollen wir uns eben diesen Kreaturen der Finsternis, die halt auch von der Dunkelheit ziemlich mitgenommen wurden, anschließen und dieses Zeitalter des Zwielichts, sage ich mal, beibehalten? Oder sollen wir weiterhin dem Elfen folgen und sagen, wir werden quasi den Samen finden und einpflanzen, um den Baum wiederherzustellen? Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Das würde mich jetzt sehr interessieren. Also, I'm not sure about all this. I will consider your offer once I have the seed. We are sorry to hear of your choice, but we will respect it. Perhaps you will change your mind yet. Right, well, perhaps bye. So. Und damit haben wir jetzt quasi die Möglichkeit, uns dann im Endeffekt zu entscheiden, ob wir dann das machen wollen oder ob wir es nicht wollen. Na komm, gehen wir mal in Richtung des Goblin-Dorfs. Schadet jetzt auch nicht. Eigentlich könnte ich die Folge jetzt auch langsam beenden. Ach, es kommen wieder irgendwelche Viecher in Richtung Australien. Oh, wer ist denn jetzt wieder dazu gekommen? Ein Bär. Da muss ich jetzt gerade an einen Gag denken von Jan-Philipp Zimny. Da hieß es dann so, viele Deutsche beherrschen, viele Jugendliche und junge Eltern beherrschen noch nicht mehr richtig Grammatik, können noch nicht mehr richtig konjugieren. Da sagen sie dann nicht ich gebar, sondern ich gebärte. Und zack, 9 Monate später, ein Bär. Das kam mir gerade einfach in den Sinn. Wie man sieht, ein Bär. Blunt Damage, 20 Grundschaden. Ist halt auch ein Tier, das heißt, er kann jetzt nicht so viel. Ich meine, der Bär hat halt dadurch, dass wir was haben, was Crafting erhöht, das fiel mir da jetzt auch gerade wieder ein. Bisschen Crafting. Sonst ja. Da haben wir jetzt einen Bären und einen Wolf im Dorf. Ja. Und hier die Gruppe ist auf jeden Fall ziemlich stark. Ist der Bär direkt mit? Ja, der Bär ist direkt mit aufgestiegen und hat 2 Rüstungen gekriegt. Wuhaha. Hier, wir gehen weiter in Richtung Goblin Village. Raiders Lair wird... Ah, das könnte jetzt übel werden. War ja klar, dass wir angegriffen werden. Komm, das kriegen wir hin. Oh, sogar ohne große Verletzung. Was haben wir hier drin? Elvenwood und Mithril. Sogar eine ganze Menge Mithril. Was ist denn jetzt noch hier? Ein paar Untote, glaube ich, ja. Raiders Lair werde ich dann auf jeden Fall versuchen, wenn das mit Social geht, das so zu lösen. Ansonsten, ich glaube, Sneak dürfte unsere Gruppe sehr stark sein. Ach, hört mal, das ist doch jetzt peinlich. Wenn wir selbst eine 4er-Challenge ohne Probleme... Ah, das Totem ist fertig. Das heißt, viele können jetzt wieder ans Sammeln gehen. Und hier ist es wirklich so, dass wir richtig viel Essen in der nächsten Zeit brauchen. So. Und ja, die Truppe hier. Ja komm, ich mache hier einfach einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Lasst auf jeden Fall in den Kommentaren, wie ihr das Ende haben wollt. Also, was heißt das Ende? Wie ihr das haben wollt, dass wir sagen, wir stellen das wieder her. Also, wir haben ein Zeitalter mit Magie, aber eben ohne den Menschen als dominante Spezies und ohne die Elfen. Ohne Jagd auf zum Beispiel Orks.
Oder wir stellen alles wieder her und machen, also stellen quasi die Sonne wieder her und alles ist wieder in dem üblichen, vorherigen Weg. Was wäre euch lieber? Schreibt es in die Kommentare. Und zusätzlich natürlich auch, was soll ich nach Thea spielen? Noch eine weitere Runde, das könnte ja durchaus sein, dass ihr zum Beispiel sagt, hey, nimm doch einfach einen anderen Gott, weil wir hatten ja jetzt Veles und mit anderen Göttern kriegen wir komplett andere Quests zum Teil. Das ist sehr interessant. Aber, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.